Grüß Gott, haben Sie Kundenkarten von uns? Na, hab ich nicht. Wollen Sie eine machen? Na danke, brauche ich nicht. Gut, und brauchen Sie Sackerl? Ja bitte, das war super. Gern, das kostet 15 Cent extra. Ja, das passt, kein Problem. Gern, dann waren es bitte 35,90. Kann ich mit der Karten zahlen? Ja sicher, bitte. Wollen Sie die Rechnung mitnehmen? Ja bitte. Danke, schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Wiederschauen. Na, alles verstanden? Heute schauen wir uns einen typischen Dialog im Dialekt an, den wir beim Zahlen in einem Geschäft hören könnten. Los geht's! Schauen wir uns die Sätze jetzt noch einmal Schritt für Schritt an. Grüß Gott, haben Sie Kundenkarten von uns? Na, hab ich nicht. Im ersten Satz haben wir als Begrüßung Grüß Gott gehört. Das ist sehr typisch bei uns in Österreich. Anstatt Guten Tag verwenden wir normalerweise Grüß Gott. Danach haben wir den Satz gehört, haben Sie Kundenkarten von uns? Und das meint, haben Sie eine Kundenkarte von uns? Das Verb haben wird in unserem Dialekt zu hom. Und hinter a Kundenkarten versteckt sich eine Kundenkarte. Der unbestimmte feminine Artikel im Akkusativ eine wird in unserem Dialekt einfach zu einem a verkürzt. Und Karte wird zu Karten. Hier passiert auch etwas sehr Typisches in unserem Dialekt. Sehr oft wird ein A zu einem O. Zum Beispiel auch bei Ja, das wir wie Jo aussprechen, oder Tag, der zu Dog wird, wie wir gleich noch sehen werden. Übrigens, zum Verb haben und zu den Artikeln in unserem Dialekt haben wir schon andere Videos gemacht. Schaut euch diese unbedingt an. Auf die Frage, haben Sie Kundenkarten, haben wir Na, hab ich nicht im Dialog geantwortet. Das bedeutet, nein, habe ich nicht. Nein wird in unserem Dialekt typischerweise zu na verkürzt. Und hier sehen wir auch eine Form des Verbs haben, und zwar ich habe, das in unserem Dialekt ich hab wird. Wir sehen also auch wieder, dass typischerweise das Pronomen ich auf i verkürzt wird. Nicht verändert sich auch, das wird nämlich zu nicht. Zum Beispiel könnten wir auch sagen, na, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Heute ist es nicht schön. Heute ist es nicht schön. Na, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht nett. Dann geht's weiter mit wollen's eine machen? Na danke, brauche ich nicht. Hinter wollen's steckt wollen Sie. Das ist also das Verb wollen in unserem Dialekt. Wir sprechen es wie wollen aus. Hier passiert etwas Besonderes in unserem Dialekt, nämlich wir vokalisieren das L. L wird zu einem Oe. Das passiert zum Beispiel auch bei sollen, das zu sollen wird, oder kalt, das zu koid wird. Und hinter ane steckt wieder der unbestimmte feminine Artikel im Akkusativ, eine. Aber warum sagen wir jetzt ane und nicht a, wie wir es euch vorhin gezeigt haben? Wenn wir ganz genau sind, handelt es sich hier eigentlich um einen unbestimmten Artikel, den wir als Pronomen verwenden, also stellvertretend für ein Nomen. In unserem Beispiel steht also ane stellvertretend für die Karte. Und deshalb sagen wir eben nicht a, sondern ane. Für maskuline oder neutrale Wörter würde das so klingen. Wollen Sie einen Gutschein? Wollen Sie an? Einen wird zu an. Wollen Sie ein Sackerl? Wollen Sie ans? Eines oder eins wird zu ans. Und dann haben wir noch das Verb machen, das in unserem Dialekt zu machen wird, wie wir vorher schon gesagt haben. Die ganze Frage lautet dann also, wollen Sie eine machen? Und was antworten wir darauf? Na danke, brauche ich nicht. Das Na kennen wir schon, das ist einfach das Nein in unserem Dialekt. Danke bleibt genau gleich wie im Standarddeutsch. Ihr könntet aber hier vielleicht auch manchmal die etwas längere Version Dankeschön hören. Das klingt in unserem Dialekt wie Dankeschön. Wir persönlich verwenden aber immer Danke. Und bei brauche ich nicht sehen wir wieder, dass wir das Ich zu I verkürzen. Das Nicht ist, wie wir auch schon erklärt haben, das nicht. Und bei dem Verb brauchen sehen wir, dass wir wieder die Endung E am Ende weglassen. Das ist auch sehr typisch für unseren Dialekt. Andere Beispiele, wo wir das E am Ende weglassen würden, sind ich mach statt ich mache oder ich schlaf statt ich schlafe. Oder wie wir vorhin schon gesehen haben, ich hab statt ich habe. Weiter geht's. Gut, wollen Sie ein Sackerl? Ja bitte, das war super. Gut meint einfach gut. Wir sagen zum Beispiel auch statt gutes Wetter, gutes Wetter oder gute Idee wird zu gute Idee.
Ihr seht also, dass U zu einem Diphthong und zwar Ur wird. Das passiert auch bei Tuch, das zu durch wird, oder Buch, das zu Burch wird, oder beim Verb müssen, ich muss, das zu ich muss wird. Das Woins kennen wir schon, das ist unser wollen Sie. Und hinter Sackerl versteckt sich Tüte oder Beutel. Aber Sackerl ist in Österreich sehr, sehr typisch. Wir sagen normalerweise nicht Tüte oder Beutel. Und bei a Sackerl seht ihr, dass wir für den unbestimmten neutralen Artikel im Nominativ, aber auch im Akkusativ einfach ein a sagen können. Und dann auf die Frage Woins a Sackerl haben wir gehört, ja bitte, das war super. Ja wird zu ja. Das haben wir euch vorhin schon gezeigt. Und das war super meint, das wäre super. Ihr seht also, dass das in unserem Dialekt normalerweise zu des wird und war, dahinter versteckt sich der Konjunktiv wäre. Deshalb klingt zum Beispiel auch das wäre schön wie das war schön. Das wäre schlecht wird zu das war schlecht. Und dann weist die Verkäuferin, also in dem Fall ich, noch auf den Preis des Sackerls hin. Im Dialog haben wir das gehört. Gern, das kostet 15 Cent extra. Ja, das passt, kein Problem. Gern, dann waren's bitte 35,90. Der Satz, das kostet 15 Cent extra, heißt, das kostet 15 Cent extra. Das wird in unserem Dialekt zu des. Das haben wir vorher schon gehabt. Bei Kosten sehen wir, dass die Endung des Verbs et von kostet einfach weggelassen wird. Wir sagen also kost. Und bei 15 Cent haben wir gehört, dass wir 15 wie 15 aussprechen. Wenn euch näher interessiert, wie wir die Zahlen in unserem Dialekt aussprechen, dann schaut euch gern unser Video dazu an. Und unsere Antwort auf die Aussage der Verkäuferin war, ja, das passt, kein Problem. Hier sehen wir auch etwas Neues, und zwar das K. Das heißt nämlich kein. Erinnert ihr euch, dass der unbestimmte neutrale Artikel ein zu a wird in unserem Dialekt? Das passiert natürlich auch bei der Verneinung, also wird auch kein Problem zu k Problem. Dann erfahren wir noch die Endsumme, die wir bezahlen müssen. Also dann waren es 35,90 bitte. Hier sehen wir wieder, dass das a in dann zu o in don wird. Waren's, das bedeutet wären es, dann wären es. Wir verkürzen also das s und hängen es an das Verb an. Dann wären es bitte 35,90. Wir möchten mit der Karte bezahlen und fragen deshalb, kann ich mit der Karten zahlen? Ja sicher, bitte. Wollen Sie die Rechnung mitnehmen? Ja bitte. Kann ich ist kann ich. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Und auch die Karten kennen wir von vorher schon. Aber zahlen ist jetzt neu. Dahinter versteckt sich das Verb zahlen. Hier seht ihr wieder das Phänomen, dass das L manchmal in unserem Dialekt zu einem Vokal wird, also in diesem Fall zahlen. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, ich zahle bar bitte. Also ich zahle bar bitte. Oder zahlen wir gleich oder später. Zahlen wir gleich oder später? Ja sicher, bitte. Können wir jetzt schon problemlos verstehen. Und auch wollen Sie die Rechnung mitnehmen? Geht jetzt schon viel einfacher, oder? Wollen Sie ist unser wollen Sie von vorhin. Mitnehmen heißt mitnehmen und ja bitte meint ja bitte, wir möchten die Rechnung mitnehmen. Und statt wollen's die Rechnung mitnehmen, könnt ihr vielleicht auch möchtens die Rechnung mitnehmen. Dahinter steckt möchten, also möchten Sie die Rechnung mitnehmen. Und zum Abschied haben wir noch diese Phrasen gehört. Danke, schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Wiederschauen. Typischerweise wird schön zu schön in unserem Dialekt und Tag sprechen wir wie Tag aus. Das ergibt also schönen Tag. Und das nu in der Phrase schönen Tag nu heißt ganz einfach noch. Wir könnten auch so sagen. Schönen Abend noch, schönen Abend noch, schönen Urlaub noch, schönen Urlaub noch, schöne Feier noch, schöne Feier noch. Und das ebenfalls ist auch ganz typisch in unserem Dialekt. Das meint ganz einfach ebenfalls. Wir wünschen der Person also ebenfalls einen schönen Tag. Wir hören hier auch sehr häufig das Wort gleichfalls, das wir wie gleichfalls aussprechen. Oder wir könnten auch sagen, danke, Erna a, also Ihnen auch. Und statt Wiederschauen könnten wir natürlich auch Wiedersehen sagen, aber Wiederschauen ist einfach ein bisschen häufiger bei uns in Österreich. Und wir sagen jetzt auch Wiederschauen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich. Doppelt so viel Spaß.